Verben mit Präpositionen. I know what you're thinking. Oh, Luzi, this is really annoying. This topic is really hard. Let's, for instance, just look at this verb sich freuen. You could say, ich freue mich für dich. You could say, ich freue mich auf den Urlaub. Or you could also say, ich freue mich über das Resultat. 3 sentences, 3 times the verb sich freuen, 3 different prepositions. And that's why we did the 20 most important, most common used Verben mit Präpositionen. Now keep in mind, there are around 100 Verben mit Präpositionen. And as you know, each and every German preposition takes a specific case. Some of them take only accusative, some of them take only dative case, but some also take both. To give you a short overview, 46 of those verbs take the dative case and 49 of those verbs take the accusative case. Pretty much 50-50, right? So what do you have to do? Best case is you will learn the verb together with the preposition and together with the case. But again, some prepositions only take dative, some only take accusative. So it's actually only important to know for all those Wechselpräpositionen, these two-way prepositions, which case you have to use. And for this, you will have a bonus tip at the end. And because we only do the top 20, the entire list you will have as a gift also at the end of this video. Let's start with number 1. Angst haben vor, to be afraid of. For is one of those two-way prepositions, which means it can either take accusative or dative, but Angst haben vor takes always the dative case. Ich habe Angst vor großen Spinnen. Ich habe Angst vor großen Spinnen. I'm afraid of big spiders. Nummer 2. Ankommen auf. To depend on. Auf, again, Wechselpräposition, but ankommen auf takes the accusative case. Das kommt aufs oder auf das Wetter an. Das kommt aufs Wetter an. This depends on the weather. Common sentence, when you say, oh, what am I going to do on the weekend? We could go camping, whatever, something, and then say, oh, das kommt aufs Wetter an. Nummer 3. Sich ärgern über. To get annoyed with. Über, also a two-way preposition, but sich ärgern über always takes the accusative case. Ärgerst du dich oft über deine Nachbarn? Ärgerst du dich oft über deine Nachbarn? Do you often get annoyed with your neighbors? Now what you here realize maybe already now that these verbs with prepositions, they often are reflexive Verben. This is this sich ärgern über. Sich ärgern is a reflexive verb. And a lot of those verbs which come together with a preposition are reflexive verbs. So in case you don't know anything about reflexive Verben, we have a video about them. You'll find the link down in the description. Nummer 4. Beginnen mit. Beginnen mit, to start with. Mit takes always the dative case, so nothing to worry about. Heute beginnen wir mit Lektion 12. Maybe your teacher is saying this in a lesson. Heute beginnen wir mit Lektion 12. Today we start with chapter 12. Nummer 5. Sich beschweren über. To complain about. Über, again, eine Wechselpräposition, but here it takes accusative case. Die Leute beschweren sich oft über die Deutsche Bahn. Die Leute beschweren sich oft über die Deutsche Bahn. People often complain about Deutsche Bahn, the German railway company. Nummer 6. Danken für. To thank for. Für always takes the accusative case. Ich danke dir für deine Hilfe. Somebody helped you, you can tell him or her, ich danke dir für deine Hilfe.
I thank you for your help. Nummer 7. Denken an. To think of. An, auch eine Wechselpräposition, hier mit Akkusativ. Denkst du oft an deinen Ex-Freund? Denkst du oft an deinen Ex-Freund oder an deine Ex-Freundin? Do you often think of your ex-boyfriend or ex-girlfriend? Nummer 8. Einladen zu. A separable verb which means to invite to. Zu always takes the dative case, nothing to worry about. Tina und Mario haben uns zu ihrer Hochzeit eingeladen. Tina und Mario haben uns zu ihrer Hochzeit eingeladen. Tina und Mario invited us to their wedding. Nummer 9. Sich entscheiden für. To decide for. Or actually a better translation would be to choose. Für always takes the accusative case. Für welches Handy hast du dich entschieden? Für welches Handy hast du dich entschieden? Which cell phone did you choose? Or literally, which cell phone did you decide for? Nummer 10. Sich erinnern an. To remember. An, auch eine Wechselpräposition. Sich erinnern an ist mit Akkusativ. Erinnerst du dich an dein erstes Handy? Erinnerst du dich an dein erstes Handy? Do you remember your first cell phone? Mine was a Nokia 3210. Nummer 11. Sich freuen auf or sich freuen über. To look forward to or to be happy about. Auf, eine Wechselpräposition, here takes the accusative case. Sabine freut sich auf ihren Urlaub. Sabine freut sich auf ihren Urlaub. Sabine is looking forward to her vacation. Und hier ein Beispiel mit über, auch eine Wechselpräposition und also takes the accusative case. Ich habe mich sehr über deine Nachricht gefreut. Ich habe mich sehr über deine Nachricht gefreut. I was very happy to get your message. Nummer 12. Sich gewöhnen an. To get used to. An, die Präposition an, auch eine Wechselpräposition hier mit Akkusativ. Das Beispiel, hast du dich an die neue Wohnung gewöhnt? Hast du dich an die neue Wohnung gewöhnt? Have you got used to the new apartment? A friend of yours just moved. Then you can ask this question. Hast du dich an deine oder an die neue Wohnung gewöhnt? Nummer 13. Halten von. Halten von, to think of. Von, die Präposition von, immer mit Dativ. Zum Beispiel, was hältst du von der neuen Präsidentin? Was hältst du von der neuen Präsidentin? What do you think of the new president? And here a small side note, because this halten von, we often use this in spoken German when we want to give a suggestion. So for example, you and your friend, you want to do something on the weekend. So you ask him or her first, hast du Zeit am Wochenende? Hast du Zeit am Wochenende? And he or she replies, ja, ich habe Zeit, was möchtest du machen? What do you want to do? And then you can say, was hältst du von? Was hältst du von? Zum Beispiel, was hältst du von Kino? Was hältst du von Essen gehen? Oder was hältst du von Fußball schauen? What do you think of? And then whatever activity you want to do. Often used when, again, giving suggestions what you could do for an activity on a weekend, for example. Nummer 14. Sich interessieren für, to be interested in. Für, immer mit Akkusativ. Timo interessiert sich sehr für deutschen Fußball. Timo interessiert sich sehr für deutschen Fußball.
Timo is very interested in German soccer or in England, UK, in German football. Nummer 15. Sich kümmern to take care of. Preposition always takes accusative case. Mein Onkel kümmert sich oft unsere Großmutter. Mein Onkel kümmert sich oft unsere Großmutter. My uncle often takes care of our grandmother. Nummer 16. Nachdenken über. Also a separable verb to think about. Über, eine Wechselpräposition, hier mit Akkusativ. Ich muss über dieses Problem nachdenken. Ich muss über dieses Problem nachdenken. I have to think about that problem. Nummer 17. Sprechen mit oder sprechen über. To talk with or to somebody or to talk about. Mit always takes the dative case. Mit kommt immer mit Dativ. Mit wem hast du gerade gesprochen? Mit wem hast du gerade gesprochen? Who did you just talk to? Mit wem? Wem is this wer in dative case? Wer is nominative? Wen mit N is Akkusativ und wem mit M is dative case. More about in this video here. And the second preposition, sprechen über mit Akkusativ. Worüber habt ihr gerade gesprochen? Worüber habt ihr gesprochen? Worüber habt ihr gesprochen? What did you talk about? And if you don't know about this worüber here, this wo and this über, so wo plus preposition, you will find a video also down in the description. Nummer 18. Teilnehmen an. Teilnehmen an, a separable verb to participate in. An ist eine Wechselpräposition, but here always with Dativ. Roberto nimmt an einem Kochkurs teil. Roberto nimmt an einem Kochkurs teil. Roberto takes part in a cooking course. Nummer 19. Sich verlassen auf. To rely on. Auf, eine Wechselpräposition, hier mit Akkusativ. Du kannst dich auf mich verlassen. Du kannst dich auf mich verlassen. You can rely on me. Often used answer kind of when you, for example, when you talk to your boss and he says, hey, can you do this until Monday? And you say, ja, kein Problem, du kannst dich auf mich verlassen. Nummer 20, warten auf, to wait for. Auf, auch eine Wechselpräposition, hier mit Akkusativ. Wir warten schon seit 20 Minuten auf den Bus. Wir warten schon seit 20 Minuten auf den Bus. We have been waiting for the bus for 20 minutes already. Bonustipp. Verben mit einer Wechselpräposition. As you just saw before in those top 20 verbs, quite some of them actually take a Wechselpräposition, a two-way preposition, which means these here, one of those here. There are 9 two-way prepositions which either take the accusative or the dative case. And when it comes to Verben mit Präpositionen, the only thing you can do is to memorize them. So to memorize the case. There's no rule. Unfortunately, there's no rule. But in case you forgot the case of this verb plus preposition, take the accusative case. Because in most situations, most verbs with a Wechselpräposition actually take the accusative case. The preposition an is one of those exceptions. An is often used with dative, but the rest often, mostly comes with the accusative case. And the second bonus tip is not a bonus tip, is a gift for you. A list with all the verbs with prepositions. As I said, there's around 100. If you want to have this list, then you go to the description, click the link and download this list for free. And if you want to continue watching, I'm sure you will find something here on top.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Thank you very much for watching. I hope you learned something and I hope to see you again in our next video. Bis bald. Vielen Dank und auf Wiedersehen und tschüss.